Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus spielt wieder ein Sudoku und Sie können dabei zuschauen. Also die Statistik sagt meine Statistik, ich bin also bei 43 Minuten und dem 80. Spiel und ich bin auf Level 19. Gut, also neu spielen, Mittel und spielen. Und ich werde wieder brauchen wir nicht. So, das ist also die Tagesaufgabe, die Aufgabe des Tages. Ich werde wieder mit den Kandidaten heute arbeiten. Also erstmal schauen wir mal, was wir machen können. Ja, nicht viel, oder? Doch, da kommt 19. Erstaunlicherweise, da kommt sogar noch ein 19. Was ist denn los hier? Ja, da kommt ein 19 und dann hat es sich erstmal mit den Einsen viel mehr ist nicht zu machen. Sag ich mal, oder 2. Tja, also die 2 kommt dahin und die kommt dahin. Ja, ich werde auch noch ein bisschen üben hier mit den Kandidaten und dem Einsetzen hier, damit ich mich dann nicht so viel vertue und dann nicht immer wieder Fehler habe. Das ist ja mir bisher auch schon mehrmals passiert, dass ich dann zu viel Fehler habe, mich vertippe im Eifer des Gefechtes. Also aber die 2, ja, und da geht noch eine 2, die ich gerade ich beinahe übersehen. Die hätte ich beinahe übersehen. Und dann heißt das, dass da auch nochmal 2 Kandidaten hinkommen. So, gut, haben wir also für die 2 Plätze frei. Gehen wir mal zur 3. Also 3 muss dahin. Dahin. Und dann muss die 3 dahin und dahin. Gut. Und mehr ist nicht möglich, oder? Da kommt eine 3 hin. Die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Da kommt halt dann 3 hin. Und das heißt also dann auch, dass da 2, 3 kommen, 2 Kandidaten hinkommen. So, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Da kommen 2 Kandidaten hin. Und ja, weiter kann man im Moment nicht viel sagen. Ja, gut, auf zu 4. Was sagt die 4? Nicht viel, denke ich mal. Also die 4 kommt da unten hin. Dann kommt die da oben hin. Im Moment, da kommt eine 4 hin. Und da kommt auch eine 4 hin. Da haben wir also 2 Vierer.
Ich bin am Spinnen. Man tut erstmal weg. Da muss eine 4 hin. Und dann kommt da auch eine 4 hin, oder? Dann kommt da eine 4 hin. Und das können wir wegmachen. So, jetzt haben wir also da 3 Vierer. Und dann haben wir 2 Vierer. Und das heißt also, da kommt eine 4 hin. Und da kommt auch eine 4 hin. Und dann kommt da eine 4 hin. Und dann eine 4. Weil ja diese 2 Vierer dahinter und da drüber, die müssen ja dahin und dann heißt das, ja, mehr geht im Moment nicht, also die 5er, da haben wir so 2 5er und das heißt, da kommt dann eine 5 hin. Gut. Ja, das war's erstmal, denke ich, oder? Das war's erstmal. Die 6. Ja, die 6. Die 6 kommt da hin. Da kommt dann eine 6 hin. Und weiter. Ja, weiter geht im Moment nichts. 7. Dann haben wir 2 Siebener, 3 Siebener da. Dann haben wir 2 Siebener. Das heißt, die 7 kommt dahin. Oder dahin. Also zum Beispiel kommt dann die 7 dahin. Oder dahin. Und da kann die da gar nicht hin. Da kann da gar keiner hin. Genau das wollte ich vermieden haben. Genau das wollte ich vermeiden. Weil ja die 7 quasi, da gibt es ja nur einen Platz. Die 7 muss also dahin. Da kommt die 7 hin. Das hätte ich jetzt übersehen beim Namen. Und jetzt heißt das, dass also die 7 dahin kommt oder dahin. Dann haben wir da die 7 und da die 7. Und dann heißt das Momento. Wir sind ja immer noch nicht fertig. Also die 7 können ja nur da hinkommen. Da muss eine 7 und dann können wir die schon mal wegmachen hier. So, da kann dann keine 7 hinkommen. Und das heißt dann aber auch, dass dann eine 7 hinkommen muss.
Geht es ja gar nicht so danach aus. Und das sieht aber jetzt auch da oben aus, dass dann eine 7 kommt. Die kann weg. Und dann kommt da eine 7 hin. So, jetzt haben wir also da 3 Siebener. Und da haben wir auch, jetzt haben wir ja alle 7 zusammen. Weil das sah gar nicht danach aus. Das sah gar nicht danach aus. Was kommt denn da hin? Eine 1. Also 7 wollen wir. Haben wir also schon alle die mal zusammen im ersten Durchgang. Das ist gut. Jetzt haben wir noch 2 Achter. Ja. Das heißt, die 8 muss also dahin oder dahin. Ja. Unten haben wir natürlich jede Menge Felder und da oben auch. Und das lassen wir mal. Ja, gut. Also weiter. Die 9. Wir haben 2 Neuner, das heißt also, da kommt eine 9 hin und da kommt auch eine 9 hin. 2 Neuner, gut. Dann haben wir da unten 9er, 3 Felder, 4 Felder, 3 Felder und da oben auch 3 Felder für die 9. Tja, bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter. Ja, also weiter. Zweiter Durchgang mit der 1. Da habe ich ja gerade eine 1 hinten hingefüllt. Das heißt also, wir haben für die 1 2 Felder, da eine 1 und da auch. Und das heißt aber dann auch, dass da eine 1 hinkommen muss. Da kommt dann halt eine 1 hin. Und das heißt, dass da auch eine 1 hin muss. Und damit haben wir 3. Und dann können wir da oben, da muss auch ein 1 hin. Ist ein Wunder. Das habe ich früher so gar nicht gesehen. Also allein durch die Kandidaten, dass ich die eintrage, bekomme ich ein besseres Blickfeld für die Felder, für die Zusammenhänge. Gut. Und jetzt können wir natürlich da auch noch eine 1 machen. Moment. Da kommt jetzt auch eine 1 hin. Dann können wir die wegmachen, die 1. Ja, gut. Das heißt 3 Einser, 3 Einser, die 1 haben wir auch alle durch. Ist es denn möglich? Die 1 durch, die 2er. Der zweite Durchgang hat sich schon gelohnt. Der zweite Durchgang hat sich schon gelohnt. Ja, hier sind quasi nur noch, ja, hat sich nichts verändert. Ja, bei der 3. Ja, bei der 3 auch nicht. Bei der 3 auch nicht.
Ja, wie Sie sind bei der 4. Dann war sie da 2 Vierer. Im Moment du doch bei der 4. Also da geht nichts. Das heißt also, die 4 muss ja dann hier oder da sein. Die muss ja da oder da sein. Und damit korrespondiert dann quasi die anderen 2 Vierer, ja. Und wenn die 4 jetzt also da ist, muss also die 4 dann da oben sein. Da muss ja dann die 4 sein. Das ist sie dann auch. Und das heißt, dass die 4 da auch sein muss. Ja. Und das heißt dann weiter, dass quasi da eine 4 muss. Und die können wir wegmachen. Und dann haben wir also da eine 4. 2 4. Ja, voller Erfolg bei den 4ern im zweiten Durchgang. Kommen wir zu den 5ern. Ja, da ist nicht viel zu machen, denke ich. Bei den 5ern. Oder? Also die 5 muss da sein. Oder da sein. Gut. Und dann heißt das, dass die da unten, kommt da eine 5 hin. Ja. Jetzt haben wir da noch 2 Felder frei. Ja, Moment. Also die 5 muss dann dahin. Das heißt, hier unten kommt ja die 5 hin. Und das heißt, das heißt dann die 5 muss dann quasi dahin kommen. Ja. Und damit habe ich quasi da auch eine 5. Ja, gut. Also so gut habe ich die früher nicht aufgelöst bekommen. Das muss ich auch mal sagen. Tja, gut, das war's dann erstmal bei der 5. Gehen wir zur 6. Also die Kandidatenstrategie ist erfolgreich. Das sehe ich schon. Ja, da ist nicht viel zu machen hier, oder? Da haben wir die 6 her. Also das heißt, die 6 muss also da oder dahin. Da kommt die mal hin und da kommt auch eine 6 hin. Gut. Da muss also die 6 hin. Und das heißt auch, dass da eine 6 hin muss. So, dann haben wir 2 Felder für die 6 her. Ja, nur 2 Kandidaten, aber immerhin.
Man hat ein bisschen mehr Orientierung dadurch. Da kommt nichts mehr hin, da haben wir ja schon. Und da unten können wir uns aussuchen. Da beschreiben wir da gar nichts rein, das bringt doch noch nichts. Ich möchte mich nur auf die notwendigen beschränken und dann die möglichen lasse ich noch weg. Also es gibt ja bei den Kandidaten die notwendigen Kandidaten und die möglichen Kandidaten. Und ich beschränke mich erstmal auf die nötigen, also die, die notwendig sind, auf die Muss-Kandidaten. Gut, was sagt die 7? 7 haben wir alle. Und die 8er, bei den 8ern haben wir nicht viel. Bei den 8ern haben wir nicht viel. Ja, was kommt denn da hin? Eine 9, ne? Da kommt eine 9 hin. Also bei den 8ern haben wir da 2 Achtern. Ja. Und da haben wir 3 Felder für die 8. Aber da oben haben wir 2 Felder für die 8, 2 Kandidatenfelder, dieses und dieses. Und das heißt dann daraus, dass die 8 dahin muss. Das war vorhin nicht so ersichtlich. Da sah das nicht so aus. Und das heißt, dass da eine 8 hin muss. Und damit haben wir auch dann da oben auch wieder 2 Felder für die 8. Da kommt dann also ein Pärchen hin, 8 und 5. Und was kommt dann dahin? Die 9 wahrscheinlich. Da muss die 9 hin. Das ist zwingend. Und wenn wir dann die 9 haben, da wollten wir ja sowieso jetzt hin, kommt da auch eine 9 hin. Und dann kommt da eine 9 als Kandidat und da auch eine Kandidat 9. Haben wir also da 2 9er und da kommt eine richtige 9 hin. Ja, gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Was fehlt uns noch? Es fehlt uns nur in der Mitte da unten 2 Neuner und dann fehlen uns da oben fehlen uns auch 2 Neuner. Da werden wir die Kandidaten mal gleich reinsetzen, da fehlt eine 9 und da auch. Das sieht jetzt also so aus, ja. Und ich überlege gerade, wir haben also 3 Blöcke und die jetzt in der Mitte und die obersten 2 Neuner sind da nebeneinander und die mittleren auch und dann im unteren muss ja das eigentlich eine 9 sein, wenn ich das richtig sehe. Das kann ja nur die 9 sein, weil ja sonst in der Spalte da keine 9 reinkommt. Gut, so können wir also dann eine 9 machen und dann können wir die 9 hier wegmachen.
So, da wollen wir die 9. Ja, schön, haben wir die 9 also auch. Was fehlt jetzt noch? Ja, 8 hatten wir gerade an dazu, oder was war bei den 8? 8 sah irgendwie ein bisschen mager aus, glaube ich, oder? Ja, da haben wir da oben eine 8 und da haben wir eine 8 und ja, was kommt denn dahin? Was kommt denn dahin? 1, 2, da könnte ein 3 hinkommen und dann eine 4. 3 oder 4. 4 geht nicht, also muss das die 3 sein. Dann hauen wir die mal gleich da rein. Ja gut, und dann haben wir da unten eine 6, oder? Dann ist das die 6. Dann haben wir die Spalte auch schon gelöst, ohne große Anstrengung. So, wie sieht es hier weiter aus mit den 6ern? Also da muss eine 6 hin und da auch. Da haben wir die 2 6er. Tja, und da oben hilft einem nicht so richtig weiter. Da haben wir keine zwingenden Möglichkeiten, aber optional passen da nur 2 6er hin, aber egal. Okay, wo wollen wir 8 9 bauen, noch ein zweiter, dritter Durchgang. Also die Einser haben wir fast alle, nicht fast, wir haben sie alle. Die Zweier, da fehlen noch ein paar, und das heißt also, dass da jetzt dann 2 hin muss. Da muss jetzt die 2 hin, basta. Und das heißt weiter, dass die 2 da hin muss, basta. Und das heißt dann auch, dass dann die 2 hin muss und die können wir wegmachen. So, jetzt haben wir dann die 2. Das hat sich ja schon gelohnt, der dritte Durchgang, weil wir die 2 dadurch voll haben. Wir haben die 1er voll und jetzt haben wir die 2er voll. Gut, gehen wir zu 3 über. Was war bei der 3? Er sieht irgendwie öde aus, oder? Ich komme hier in der Mitte nicht weiter. Ja, ich lasse mal für später die 4er. Tja, tut sich auch nichts, sehe ich schon. Bei den 5ern. Bei den 5ern. Ja, eigentlich kann man nur da die 5 hin. Dann haben wir da 2 5er. Und das heißt dann, dass die 5 quasi, da muss die dahin oder dahin. Da muss eine 5 hin und da muss auch eine 5 hin. Oder?
Ja, da kommt eine 5 hin, genau. Und da kommt eine 5 hin. Also da haben wir eine. Und die zwei sind ja, die korrespondieren miteinander da oben. Da können wir weiter nichts machen. Ah ja, ich muss mal kurz anhalten, mal sehen, ob mein anderes Programm schon fertig ist. Der Editor, ob der hier fertig kombiniert hat oder. Das wollte ich aber jetzt gar nicht, mein Kamerad. Das wollte ich und das wollte ich. Was macht der Idiot mit seinen Taschen kaufen? Das will ich doch gar nicht. Wir kaufen hier keine Taschen, merkt ihr das mal? Ich wollte jetzt eigentlich nur sehen, ob das mit da wollte ich hin. Und da sind wir jetzt bei 58%. Was hat er jetzt die ganze Zeit gemacht? Ich arbeite mir einen Ast ab und der faulenzt hier rum oder wie? Ja gut, also warte, brauchen wir denn jetzt bei 2, glaube ich, ne? 2 oder waren wir bei 5? Bei 5, glaube ich, waren wir. Ja genau, 4 hatten wir nicht und dann hat man die 5 und dann haben wir da oben 2 Fünfer eingesetzt. Jetzt habe ich da 2 Fünfer und da auch 2 Fünfer. Ja gut, wie sieht das aus mit der 6? Da oben habe ich also 2 Sechser. Und da habe ich eine 6. Und das heißt, hier muss eine 6 hin. Und dann kommt dort auch eine 6 hin. So. Und dann muss da eine 6 hin. Und dann hat sich das da schön gelöst. Dann hat er gerade die 5. Dann muss die 5 also. Die 5 muss dann also. Dahin. Genau. Also waren die 2 Fünfer und dann kommt die 5 dahin. Und was mit der 6? Die 6er haben wir jetzt durch, ne? Ja, die 6er haben wir alle. Und die 5er haben wir auch jetzt gleich alle. Und dann kommt dann noch eine 8 hin. Und dann kommt da eine 8 hin. Und dann kommt da irgendwo eine 8 hin. Wo genau wissen wir noch nicht. Ja, was war mit der 3 und der 9? Die 9 kommt also dahin. Dann haben wir 2 9, dann kommt da auch eine 9 hin. Und damit haben wir die 9 alle. Die 9 haben wir. Die 8 haben wir. Ne, die 8 haben wir nicht. Da kommt 2 8 hin. Da haben wir also 2 8er. So, hier kommt also eine 3 hin, oder? Da muss eine 3 hin. Bleibt dann nichts anderes übrig. Da kommt auch eine 3 hin. Und das heißt dann, dass da auch eine 3 hin muss. Und damit haben wir dann eine 3. Das löst sich jetzt alles wunderbar auf. Und das heißt, da muss ein 8 hin. Und wenn das die 8 ist, muss da auch eine 8 hin. Und dann muss da die 8 hin. Ja, dann muss da die 4 hin.
Dann kommt dann die vielen und das war's. Ja, hurra, hurra, das ging gut. Das ging gut, 34 Minuten, wieder 34 Minuten. Dann können wir den mal